Ich war 4 Jahre lang auf der Straße gewesen und war froh, wo ich den Sven kennengelernt habe, der mir einfach gesagt hat, pass mal, wir bauen morgen ein Haus. Möchtest du ein Haus haben? Ich sag, was? Wir bauen kleine rollbare Häuser für wohnungslose Menschen, um sie wieder ins Leben der Gesellschaft zu integrieren. Ja, und dann sind wir am nächsten Tag, hat er mich abgeholt, dann haben wir für mich das Haus gebaut und den konnte er am selben Abend, wo es fertig war, einziehen. Ich wollte nur ausprobieren, wie liegt man drin, wie schön ist es. Und dann habe ich 11 Stunden geschlafen da drin. Und da habe ich erst mal gemerkt, den Unterschied zwischen der Straße, da schläfst du mit einem halben Auge offen, mit einem halben Ohr offen, weil du Geräusche, die du nicht kennst, sofort wahrnimmst. Auf der Straße ist man ausgeliefert so, der Welt. Man ist da abhängig von viel mehr Faktoren. Da ist keine Privatsphäre, da ist keinerlei Sicherheit gegeben. Das ist so ein Daueralarmzustand, in dem man sich dann befindet. Wenn ich kein Little Home habe, dann bin ich damit beschäftigt, meinen Schlafsack, meine Isomatte, mein Zelt zu verstecken oder mit mir rumzuschleppen. Das heißt, ich bin die ganze Zeit auf der Suche, wo kann ich meinen Lebensunterhalt bestreiten, Pfandflaschen schnorren und einen Schlafplatz suchen. Damit ist doch gar keine Energie da, um zu sagen, ich möchte diesen Teufelskreis verlassen. Ich bin in kein Obdachlosenasyl gegangen, weil das schlimmer ist hier auf der Straße. Die Leute, die da, viele Leute, sag ich einfach mal, die abends hinkommen, die sind besoffen, haben Drogen. Da gibt es Streitereien, dann wird da geklaut. Du hast die ganze Zeit Angst, dass irgendwer an dein Zeug geht oder dir irgendwas antut. Wenn du so hörst, dass öfters Obdachlose angezündet werden oder überfallen werden oder einfach nur zusammengetreten werden. Das bekommst du ja täglich auch dann mit, wenn du dich mit anderen austauschst. Die Situation am Kölner Hauptbahnhof war, dass 6 Security-Kräfte um eine schlafende Obdachlose standen und sie mit dem Fuß getreten haben, um sie zu wecken. Auch ich bin mit Scheuklappen an Obdachlosen vorbeigelaufen und habe gesagt, boah, geh arbeiten, hör auf mich anzuschnorren. Aber jemanden, der am Boden ist, zu treten, dann das Hab und Gut wegzuschmeißen, das war so befremdlich, dass das mein Umdenken verursacht hat. Wir von Little Home haben mittlerweile 160 Little Homes gebaut in 21 Städten bundesweit. Und es macht unheimlich Spaß, auch zu sehen, wie die Menschen sich dann verändern und zur Ruhe kommen. Das mag doof klingen, aber genau das ist es, warum ich jeden Tag aufstehe. Bauen jetzt sozusagen einzelne Elemente und dadurch können wir auch viel mehr Leuten die Chance geben, mit uns zu bauen und die Elemente werden dann miteinander verschraubt zu dem Haus. Und das ist ein toller Prozess, mit den ganzen Menschen diese Häuser zu bauen, egal ob Teambildungsevents von Firmen oder mit Schulklassen. Es ist ein fleißiges Gewusel, es macht tierischen Spaß, es ist aber auch immer ein Risiko, weil wir nie wissen, wie fit sind die Menschen. Die aktuelle Warteliste ist ein bisschen über 85.000 Menschen. Deswegen versuchen wir auch immer vor Ort dann mit den Organisationen zusammenzuarbeiten, die natürlich auch die Menschen kennen, damit wir auch gemeinsam
mit anderen Organisationen den richtigen Bewohner oder Bewohnerin für das Häuschen aussuchen. Also ich bin der Thomas, bin stolzer Besitzer eines Little Homes seit letztes Jahr November. Little Home hat sagenhafte kleine Häuser gebaut, die isoliert sind, und der Vorteil, man kann die Tür zumachen und man ist safe. Es hat in Little Home das Bett drin gehabt, es hat 2, 3 Haken gehabt, ein paar Körbe aufgebaut gehabt, wo man Klamotten aufhängen kann, damit es ein bisschen ordentlich ausschaut. Einen Tisch reingesetzt, wo man auch mal was zum Essen machen kann, wo man ein bisschen was basteln kann. Draußen eine Kochstation aufgebaut gehabt, weil Feuer in der Hütte ist natürlich nicht so gut. Für den Winter einen Vorhang gemacht. Ist eigentlich alles drin, was man braucht, bis auf Wasser. Ich habe auch ein Geld investiert in eine Solaranlage, wo ein bisschen Licht hier reinkommt, was mit Batterien funktioniert, dass wir ein bisschen Strom haben, dass man ein bisschen Lebensgefühl hier drin reinkriegt. Wir sehen uns gar nicht als die Lösung, um Obdachlosigkeit zu bekämpfen, sondern jedes weitere Little Home bringt uns eigentlich dorthin, dass es vielleicht irgendwann heißt, es muss ja keiner draußen schlafen, wir haben ja die Little Homes. Und dann würden wir einen falschen Standard schaffen, den wir gar nicht produzieren wollen. Die Tafel ist genau das, wovor wir Angst haben. Die war für wohnungslose Menschen, für sozial schwache Menschen. Und jetzt sagt die Bundesregierung, es muss keiner hungern, wir haben die Tafel. Und wenn das passiert, dass Little Home verglichen wird mit adäquatem Wohnraum, dann haben wir alles falsch gemacht, was falsch zu machen ist, obwohl wir so viel Gutes tun. Jak zamykam drzwi, nie? Spokój, cisza. Ciepło jak nie wiem co. A jak jeszcze w środku gotuję, jak gotuję, nie? No to... Du hast was, wo du dich hinlegen kannst, wo du die Tür zumachen kannst. Das ist eine feste Wand. Das ist eine feste Wand. 4 feste Wände und ein festes Dach und so. Also das ist nochmal was ganz anderes. Ins Zelt kannst du reintreten. No bo jest tak, dobrze, że ciepło, nie wieje ci, nie pada ci na głowę. Masz jak mieszkać, no jeszcze brakuje mi skrzynki na pocztę. Jeżeli tak tutaj teraz, to wolę spokoju trochę. Nie no, ważny jest, to jest takie ciepło. Wiadomo, prawda, do domu się ciągnie, do jakiegoś takiego lokum, żeby tam było bezpiecznie, to jest takie życie, takie człowieczeństwo chyba. Ein sicherer Standort, ein sicherer Rückzugsort, halt ein sicherer Schlafplatz, das ist das ist Gold wert. So. Da ist dann schon ein Unterschied, einfach die Tür zuzumachen und zu wissen, du hast hier noch andere in deiner Nähe, die aber auch so geschützt sind. Menschen finden wieder Mut und Hoffnung, die Straße auf eine andere Art und Weise zu ertragen und zu entfliehen. Ten projekt, nie? Jest na serio super. To jest lepsze, jak spać pod mostem w samym śpiworze. Also ich bin gestartet mit den Sachen, ich baue das Haus, ich verschenke es, die fühlen sich wohl, fertig. Wie weit wirklich die Menschen die Chance nutzen, um weiterzugehen, das wissen wir leider nie. Wenn derjenige sagt in dem Little Home, mir reicht es, hier im Little Home zu sein, das ist mein Ziel, was ich erreichen wollte, dann ist es okay. Powiem szczerze, ja się nie chcę wyprowadzać. Mnie to pasuje. Rano pojadę się wykąpię, rano pojadę się przebiorę, chyba że mam jeszcze tutaj na zapas. Później pojadę sobie pranie zrobię
ugotować ugotuję, na zakupy pójdę. Ten, kto jest mobilny, potrafi sobie zorganizować, nie? To będzie miał jak w raju. Ale mi nie przeszkadza tutaj, że jakoś tak ogólnie nie mam najgorzej na tej ulicy. Nie chcę wyglądać jak ci ludzie, co są na ulicy, tacy brudni. I to staram się jak mogę. Tutaj mieszkam, jest jak jest ciepło, mam kołdry, ludzie przywożą jedzenie i wszyściutko staram się czysto być ubrany. No i dla mnie to jest bardzo ważne. Bardzo, bardzo, bardzo ważne. Ich wollte einen sicheren Schlafplatz schaffen, dass da drinnen natürlich noch ein größerer Prozess dann mit den Menschen passiert. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Ich habe jetzt ohne Zelt auf der Straße geschlafen, dann ins Zelt. Das war schon mal eine Umstellung. Dann von Zelt auf Hütte, Little Home. Wieder eine Umstellung. Aber es hat es einfacher gemacht. Und so denke ich auch, wird es sich fortsetzen. Von Little Home in Wohnung wird dann viel einfacher der Schritt werden. Wir verbessern die Lebenssituation. Wenn dadurch natürlich der Schritt weitergegangen wird, dann auszuziehen in einen Wohnraum und sich einen Job zu suchen, dann haben wir viel mehr erreicht, als wir wollen. Was ich hier aus dem Little Home mache gerade, ist eine berufliche Reha. Ich habe einige psychische Probleme auch, die müssen angegangen werden. Lieber nicht überstürzen und dann gehe ich in die Reha, gucke von da aus dann weiter, dass ich eine Wohnung bekomme. Und wenn ich jetzt meine Rente durch habe, wenn die endlich, ich hoffe, dass das nächste Woche irgendwann soweit ist, weil das ja durch die Corona, man kann ja auf die Ämter nicht hingehen. Man muss ja alles schriftlich machen. Und die schleift und das zieht sich hin. Zum Beispiel der Bernd, der hat mit uns die Bienennisthilfen gebaut, hat sich da total eingebracht. Wir haben für den Bernd die Rente bekommen und durch dieses Aufbauen, auch die positiven Geschichten, die wir über den Bernd erzählen konnten, sind natürlich Wohnungsbaugesellschaften oder Vermieter auf uns zugekommen, die dem Bernd dann eine Chance geben, trotz Schufa-Einträge ins Apartment zu kommen. Von der Straße, Little Home, von da aus in eine richtige Wohnung. Und das ist, sage ich einfach, optimal für mich. Mir geht's gut. Ich fühle mich wohl und mir geht's gut. Anders kann ich das nicht sagen jetzt im Moment. Und ich bin froh, dass es mir jetzt wieder besser geht. Mein Name ist Bernd und ich komme aus Berlin. Habe dort im Little Home gewohnt und jetzt bin ich hier in Köln in meiner eigenen Wohnung.